Hey Miki, Hey Raf. hast du dieses Jahr schon Silvester gefeiert? Nein, aber Dann wird's aber mal Zeit. das werde ich heute tun. Woo! Alles klar. Ja, okay, das ist bescheuert genug. Ja, herzlich willkommen an diesem schönen Silvestertag, euch allen. Ja, hallo, Ich bin der Raff, ich bin der Miki. wie ihr schon im Intro gehört habt. Und Wir reden über Filme. zwar dieses Mal nicht um irgendeinen, sondern wir haben uns überlegt, da dieser Mittwoch auf Silvester fällt, werden wir einen Silvesterfilm besprechen und hatten da einige in der Auswahl und haben uns Ich dachte, jetzt kommt so eine kleine Wortspielerei. Ich dachte, du sagst jetzt, wir hauen einen Knaller raus. Wow. Ja, fuck, nee, Ja. da war ich jetzt nicht cool genug für, Es wird eine Bombe. um dieses Ding halt zu Ja, machen. okay. Da zünden wir den Böller. Ja, Wie auch immer. Trommelwirbel, es geht heute um Four Rooms, der im Deutschen auch den Titel hat Silvester in fremden Betten, den aber kein Schwein jemals Ja. so genannt hat, glaube ich. das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist tatsächlich immer noch der offizielle Titel, wenn du auf die IMDb-Seite gehst. Verrückt. Aber seit Anbeginn der Zeit, Ja. seit ich den Film kenne, kennt man den unter Four Rooms und Ja. auch auf den deutschen Pressungen von DVD, Blu-ray und sonst VHS. irgendwas. VHS auch schon, ja. Ja, Das ist einfach, der Film heißt Four Rooms. ja. Punkt. Aus von 1995. Exakt. Und ist ja, ein sehr cooles Projekt von 4 Regisseuren, namentlich von Alison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Und das Setting ist ein Hotel an einem Silvesterabend. Und die Idee war, dass also die Regisseure, die kannten sich halt alle schon. Genau. Und die hatten so quasi die Idee, die waren so, haben alle so ungefähr angefangen, 92, 93 beim Sundance Film Festival. Haben die sich alle irgendwie kennengelernt und waren da auch alle irgendwie mit ihren ersten Filmen mit am Start. Mhm. Und Alison Anders hat dann halt quasi irgendwann gesagt, ja ey, es gab auch früher so Regisseure, die immer rumgehangen haben, zum Beispiel eben bei der Nouvelle Vague in Frankreich, die kannten Fred sich Peck. halt alle. Und wir sind quasi so eine Generation, lass doch einen Film zusammen machen. Ja, Der Vorteil ist, ey, wir können halt kurz was reinhauen, weil jeder bekommt einen Raum, bei dem er Regie führen kann. Und Quentin Tarantino hat dann auch irgendwann gesagt, ja, ey, finde ich super, kann man kurz raushauen, ohne dass da so super viel Druck auf der Nummer ist. Ist einfach eine spaßige ja, auf jeden Geschichte, Fall. das zu machen. Mhm. Ja, und so kriegt man quasi 4 Kurzfilme von 4 verschiedenen Regisseuren. Und das Ganze ist gespickt mit Darstellernamen, wie zum Beispiel Madonna Ja, oder ja, Quentin Tarantino himself. ja. Was ich cool finde, dass die beiden tatsächlich in einem Film sind, weil ja hier der infamous Dialog oder Monolog eher ja. von Quentin Tarantino zu Beginn von Reservoir Dogs Ja, über die wahre Like a Bedeutung von Virgin. Like a Virgin, ja. wo Madonna sich ja auch irgendwann mal auf einer Bühne zu geäußert hat. Mhm. Finde ich cool, dass die beide in einem Film sind, wobei man sagen muss, die teilen sich keinen Kein Raum. und Madonna spielt auch in einem Raum, in dem Quentin Tarantino nicht Regie geführt hat, sondern die Regisseurin Alison Anders. Ja, aber ich glaube, wenn da komplett böses Blut gewesen wäre, hätte die gesagt, nee, wenn der da mitmacht, bin ich raus. Ich glaube, böses Blut gab es Nee. da eh nicht wirklich. Das ist ja, also ne, die hat da, glaube ich, eher so spielerisch mal drauf eingegangen, dass seine Interpretation nicht richtig ist von dem Lied. Aber das war's dann auch. Okay. Und vielleicht hat er sie ja auch doch directed, weil die ganzen Zwischensequenzen sind ja von ihm. Mhm. Also von daher, theoretisch hat er sie bei der Ankunft directed und nicht im Raum. Aber das ist jetzt Ja. nur meine Vermutung. Das ist unser erster Anthologiefilm quasi, den wir besprechen. Ja, das ist so. Und ich finde, Anthologiefilme sind manchmal halt so eine Sache. Die müssen nicht gut sein. Es gibt immer so coole, ne, es gibt dann immer so Segmente, die man mehr mag und welche, die man weniger mag. Mhm. Und eben, es gibt bessere Anthologiefilme und schlechtere. Aber da fällt mir natürlich direkt die 3 Gesichter der Furcht ein von Mario Bava. Ja, klar. Sehr cooler Anthologiefilm.
Und dieser hier auch. Und wenn man aber dann danach geht, halt so quasi, dass man immer in so Anthologiefilmen so seine Lieblingssegmente hat, die ich eindeutig habe, welcher ist dein Sieger? Hier bei den 3? Ja. Auf jeden Fall die Rodriguez-Geschichte. Ja, ist bei mir auch. Ja. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir zwischen Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Hat auch mal, ich weiß, ich habe den Film schon echt öfters gesehen, wo ich das Tarantino-Segment lieber mochte, weil beide wirklich stark sind. Mhm. Aber ich sag auch Robert Rodriguez, weil das ist einfach so auf den Punkt. Da ist kein Gramm Fett dran an dem Film oder an dem Segment und der macht einfach Laune. Und der dreht halt einfach auch richtig durch. Ja, das ist richtig gut. Wobei man mit natürlich Antonio Banderas auf jeden Fall voll aufdreht. Du siehst ja cool aus. Ja. Siehst du das? So sind die Haare cool. Ja, mega cool als Mafioso. Wobei man sagen muss, ne, alle Segmente drehen irgendwie Haben auf was ihre für Art sich. und Weise Auf jeden Fall. auf. Und es sind auch vielleicht noch, bevor wir auf den Film selbst kommen, noch würde ich zu den Regisseuren was sagen wollen. Die sind nämlich auch alle durchaus bekannt gewesen früher. Mhm. Natürlich sind jetzt die bekanntesten Namen Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, einfach weil die sich auch am meisten durchgesetzt haben und auch einfach die bekanntesten Filme daraus halt gemacht haben. So Alison Anders, die hat so am Anfang ihrer Zeit ein paar Spielfilme gemacht, von denen ich allerdings bis auf den jetzt hier keinen kenne. Und danach war die vor allem so als Serienregisseurin tätig, hat für Mentalist Sachen gemacht, für The L-Word hat die ein paar Folgen gedreht. Ja, aber 1995 war Rodriguez und die waren ja auch noch nicht so groß. Ja, das ging gerade los mit Desperado. Also und Desperado war noch Fiction. nicht veröffentlicht. Robert Rodriguez und Antonio Banderas haben ihr Segment eine Woche nach Drehschluss von Desperado Geil. gefilmt. Und Tarantino war gerade in der Pressearbeit nach Release von Pulp Fiction. Mhm. Also der war da schon so ein Name. Und das hängt halt, und Reservoir Dogs hat natürlich auch Impact gemacht seinerzeit. Ja. Ne? Aber selbst unabhängig davon, wie einflussreich oder wie bekannt die Namen waren, das war halt so eine Gruppe von Regisseuren, die sich untereinander kannten und Bock drauf hatten. Ne? Das Genau. muss man auf jeden Fall Und, sagen. Ist jetzt nicht irgendwie zusammengecastet. Nö, sondern die kannten sich halt alle genau. vom Sundance. Und hier von Alexandra Rockwell ist halt auch In the Soup. Ja. Deutscher Titel Alles Kino. Es gibt, glaube ich, auch eine deutsche Synchro, aber ich habe die auf jeden Fall nie irgendwo gesehen. Es gibt keinen Release. Ich habe mir den mal auf Englisch angeguckt. Der ist auch 92 rausgekommen, auch mit Steve Buscemi. Und hat gegen Reservoir Dogs den Grand Jury Prize in Cannes gewonnen. Also vor Reservoir Dogs, aber ist der gleiche Jahrgang halt und eben beide halt auch mit Steve Buscemi. Und Alexandra Rockwell hat auch dreht immer noch Filme, die teilweise auch ziemlich gut bewertet sind. Ich muss aber auch gestehen, hier kenne ich auch außer In the Soup. Das ist ein Film, da geht es um einen Drehbuchschreiber, der in New York lebt, gespielt von Steve Buscemi, der halt am Struggeln ist und dann so eine zwielichtige Type will dem dann den Film finanzieren. Der ist auch sehr cool, auch sehr ich habe den gesehen. Ja, ich weiß, den habe ich dir mal empfohlen irgendwann. Ich glaube, den hast du mir sogar ausgeliehen. Den habe ich dir sogar ausgeliehen, ja. Ja, habe ich auch Richtig. geguckt. Genau. Auf jeden Fall, die haben sich dann halt zusammengefunden und gesagt, ey, das machen wir. Und der Aufhänger ist halt quasi ein altes Hotel, was so die besten Tage eindeutig hinter sich hat. Ja. Und das wird ja auch erwähnt, da wird gar kein Hehl draus gemacht. Ja. Es wird auch erwähnt, dass die in den 80ern eher gebucht waren und inzwischen da keiner mehr absteigt. Aber in den 80ern, da wird sogar die Canon Group erwähnt, dass da früher immer viele von der Canon Group waren. Also die Leute, die wissen Bescheid. Ne? Ja, auch ein schöner Kniefall vor der Canon Group. Ja, auf jeden Fall. Ey, so geil und erfolgreich die Canon Group eine Weile war, ich glaube, so richtig Prestige haben die, glaube ich, nie besessen da, die beiden. Ne? Aber ein geiler Wink, so, den die da einfach als Dialog eingebaut haben. Absolut, ey, und nix gegen Canon-Filme. Ich liebe so viele Canon-Filme. Genau. Ja. Nicht zuletzt, ich glaube, der erste Canon-Film, den ich je gesehen habe, dürfte Masters of the Universe gewesen sein, den ich zumindest bewusst, wo ich das Logo... Und das war ja auch schon der Untergang. Ja, vollkommen zu Unrecht, ey. Hier, ich weiß gar nicht, aber ich war auch, 6, 7, als ich den gesehen habe, den He-Man mit Dolph Lundgren.
Und hier, Frank Langella als Skeletor. überragend. Ja. Und hier, Mac Foster als Evelyn. Das stimmt. Ich warte immer noch darauf, dass der Frank Langella sein Versprechen einhält und als Skeletor zurückkommt. Hat er es echt versprochen? Ja, im Film wird das ist so eine After-Credits-Szene. Ich komme zurück. Post-Credit, ne? Da dachten wir ja. noch, der Film wird ein Erfolg. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja. Egal, trotzdem. Wer den nicht kennt, Master of the Universe, raffsche Empfehlung hoch 1000. He-Man. Ja. Genau, auf jeden Fall, wo waren wir? Der Aufhänger ist dieses Hotel, ne? Und ich finde, es ist eigentlich eine super geile Idee von denen, dass die sich für diese Anthology so einen thematischen Rahmen gesteckt haben, dass sie das in dem Hotel machen. Weil ich finde, der Film, der strahlt auch bei aller Derbe teilweise und Schrägheit und Humor so eine gewisse Würde aus, an die ich denke, wenn ich so an altes Hollywood denke. Ja, das stimmt. Eher aber dann wirklich an so 50er, 60er, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen Das macht früher. das Setting auf jeden Fall auch alleine schon, weil die Hauptfigur, Tim Ross, als Page oder als Bellboy, das hat ja auch schon so einen alten Anstrich irgendwie. Dass diese Pagenfigur auch mit diesem Mützchen, hat auch irgendwie, das erinnert direkt an diese alten Hollywood-Zeiten. Ja, und später irgendwann wird auch der Name Hallo Page gedroppt, der Jerry Lewis-Film. Ja. Ich glaube, irgendwann am Ende. Ich habe mir wegen dem Film auch irgendwann mal Hallo Page oder im Original The Bellboy angeguckt. Ich muss sagen, ich bin kein Jerry Lewis-Fan. Ich fand den Film nicht cool. Ich fand den nicht witzig. Da ist man aber, glaube ich, vielleicht auch einfach nicht aus der Zeit, weil ich glaube, der ist von 1960, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, spezieller Film, aber daran hat er sich, glaube ich, auch so ein bisschen orientiert. Und Tim Roth als Page ist fucking phänomenal. Ja. Also, ey, wie oft... Wo ist der Oscar? Ja, ey, ohne Scheiß, ich wollte gerade sagen, wie oft ich mir beim Gucken gedacht habe, ey, gib dem Mann einen verdammten Oscar. Ja. Und ich habe es eben noch extra gegoogelt, ob der vielleicht doch mal einen bekommen hat. Ja, hat er nicht. Er war einmal nominiert. Im gleichen Jahr, 1995, für Rob Roy als bester Nebendarsteller. Ja. Der Film ist auch cool. Aber sonst hat er keine Oscar-Nominierung je bekommen. Und für den Film, ey... Hätte er den verdient. Vor allem, ich finde, Der trägt den so wirklich locker leicht. Der grimassiert, der hat das komplette Bild von dieser Figur, das versteht man nach 5 Minuten, wie der sich bewegt, wie der zappelt, wie der redet und wie angespannt er die ganze Zeit ist. Und man muss ja sagen, es ist keine natürliche Performance, das ist total überzeichnet und schon auch Overacting, könnte man sagen, aber ich finde, der delivert das so gut, also auf so einer Schiene, dass es zwar witzig ist und auch abstrus, aber nie so scheiße albern, dass man denkt, das ist schlecht, sondern im Gegenteil, das ist halt wirklich gut. Und wie du es schon halt gesagt hast, dieses Rumgezappel und dieses bisschen überkandidelte und so. Ja. Und der ist auch, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben würde, der ist irgendwie sowas, ist irgendwie eine arme Socke, weil der ist alleine an dem Silvesterabend. Also der Film fängt halt auch an, wo so ein alter Page dem halt so ein paar Tipps gibt, genau, für wie den er Abend. sich zu verhalten hat. Bester Tipp übrigens fand ich auch, ja ey, wenn irgendwer dir dumm kommt und dir kein Trinkgeld gibt, dann denkst du dir einfach, scheiß drauf. Ja, leck mich. Ja, leck mich, so sagt er, stimmt richtig. Ja. Und also der macht das wirklich super. Der macht das wirklich super. Der ist super liebevoll. Das ist auf jeden Fall, das ist auch irgendwie so tollpatschig ein bisschen und aber immer so um Würde bemüht. Ja. Er versucht ja wirklich auch, seinen Job auszufüllen und das Hotel gut zu repräsentieren und so dieser Würde, die so ein Page halt haben soll, zumindest halt in diesen alten Zeiten, dem auch gerecht zu werden. Und das merkt man auch so, dass halt die Gäste, die dann halt kommen, sind ja alles andere als pflegeleicht, die der da hat. Und er versucht ja trotzdem sogar bei den absurdesten Requests super freundlich zu sein und da irgendwie denen halt entgegenzukommen. Und da können wir eigentlich vielleicht direkt zum ersten Zimmer kommen. Ja. Im ersten Zimmer kommt nämlich dann halt, ist halt das Segment von Allison Anders. Und da kommt so ein Hexen-Lesben-Zirkel, irgendwas halt ins Hotel. Ist ja völlig natürlich. Völlig natürlich, halt mit Madonna natürlich da, mit irgendeiner Liebessklavin, die da halt auch so ganz genau.
devot irgendwie sein muss und irgendwie da sehr niedergemacht wird immer. Und die halten da halt ein Ritual ab, sind also 5 Hexen und wollen halt so eine Göttin von ihnen wieder auferstehen lassen. Ja. Und leider... Also, hört sich jetzt erstmal so ziemlich wild und verfremdet, verzerrt an, aber man muss sich das wirklich dann nochmal so vor Augen vorstellen. Ein Typ, der quasi auch als Ersatzmann für den Abend als Page da einspringt, der wird dann auf ein Zimmer gerufen und da sind dann wildfremde Frauen, die ihn alle mehr oder weniger um ihn herum tänzeln und dann ja auch noch im Verlauf der Story bezirzen. Und das ist aber eben, also es ist irgendwie absurd, aber es ist nicht cartoonisch irgendwie. Es ist ganz komisch. Ich finde auch, erstens, jeder Raum hat ja wirklich seine eigene Atmosphäre. Ja. Man merkt die Handschrift der Regisseure. Und der Raum ist, finde ich, ich finde, das merkt man gar nicht, wenn man den guckt. Also ich habe das noch nie so den ernsten Hintergrund davon gesehen. Die Regisseurin hat halt erzählt, ihre Idee für das Zimmer war, die hat halt erzählt, die wurde irgendwann mal vergewaltigt und konnte deswegen ihre Jungfräulichkeit nicht verschenken. Und das war so der Grundgedanke oder Grundidee, die sie für diesen Film hatte. Dass halt quasi dann so diese Göttin halt wieder auferstehen soll, nach 40 Jahren in der Verbannung und so halt so wieder ihre Unschuld halt irgendwie erlangen soll. Muss ich sagen, habe ich nie so interpretiert, habe ich nie so den Ernst der Story halt gesehen. Ja. Ich finde, man merkt es auch nicht, wenn man eben die Story nicht kennt von ihr, die ich jetzt auch nur aus dem Interview kenne, weil es wirklich so eine ganz abstruse Hexennummer ist halt, mit ganz spezifischen Gesprächen irgendwie, die halt auch so ein bisschen so fast poetisch sind. Ja. Ne, die reden ja in so einer sehr, sehr blumigen Sprache. Und ja, es scheint alles gut zu gehen, bis auffällt, eine der Hexen hat ihren Job nicht erfüllt. Die ist nämlich dran gescheitert, Samen zu besorgen. Und da tritt dann natürlich Ted wieder auf den Plan. Ja, der immer von einer Situation in die nächste hereinstrauchelt, sodass es rundet eigentlich den ganzen Film wunderbar ab. Dass egal, was er macht, es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja, und der bricht da direkt die erste Regel, das wurde ihm ja auch irgendwie gesagt. Ja. Egal, was du machst, lass deinen Schwanz in der Hose. Und dann passiert es halt aber einfach, dass er sich da nicht mehr wehren kann. Der also wird wir zitieren, das ist nicht unsere Vulgärsprache. So reden würden wir nie reden. Ja. Er wird dann ja halt quasi auch so verzaubert. Da kommen dann ja auch so diese Effekte im Film, ne, wo so diese Strahlen aus den Augen kommen. Ja. Und er so bezirzt wird und dann so, ja, keinen Willen mehr hat. Und er tut, was er kann, um es nicht zu tun. Ja. Aber dann tut er es und hilft dabei, die Göttin auferstehen zu lassen. Ja. Und das wird dann auch einfach so, die führen dann ihr Ritual durch, dann erwacht diese Göttin oder diese Hexe, die sie auferstehen lassen haben. Mhm. Und der ist aus dem Zimmer, die Geschichte ist zu Ende und es wird auch nicht weiter ausgeführt, was dann noch passiert. Genau, die Geschichte ist durch. So. Man sieht nur, die steht dann wirklich aus diesem Whirlpool auf. Ja. Es hat also funktioniert, Hexenkraft ist real. Genau. Und danach kommt das aber auch nie wieder. Ja. Das ist dann wirklich abgeschlossen. Und was ich sagen muss, was ich mich gewundert hat, man kann es vielleicht auch schon sagen, der Film hat richtig miserable Kritiken bekommen bei Erscheinen. Echt? Und hat auch immer noch bei Rotten Tomatoes hat er 13% oder so. Was? Richtig wenig. Und Madonna hat sogar eine goldene Himbeere als schlechteste Darstellerin bekommen, was ich komplett ungerechtfertigt finde, weil ich finde, die hat da eine coole Performance. Die ist da noch nicht mal so der Lead oder so, die ist da eine der größeren Figuren. Genau, der hat sich super integriert. Genau, ist halt so, und das ist absolut solide, also nichts, was man da was es da niederzumachen gibt. Ich glaube, das war halt einfach so eine Aus-Prinzip-Sache. Also, da greife ich vielleicht jetzt ein bisschen vor, aber so die Motivation von Tarantino auch für seine Rolle war, er hat gesagt, so ja, ey, damals zu der Zeit waren dem irgendwie alle überdrüssig und alle fanden den Kacke und dann hat er gesagt, ja, ey, ich will jetzt auf jeden Fall
so die schlechteste Version von mir spielen, die ich sein kann. Und meine Vermutung ist halt einfach, dass der damals die Kritiker irgendwie so ein bisschen den Hals von dem voll hatten und dass so in dem Zuge dann halt auch Madonna halt da die goldene Himbeere bekommen hat. Das ist echt ungerechtfertigt. Ja. Aber ich sehe gerade, der hat bei IMDb eine 6,7. Das finde ich schon Bei IMDb ist es hoch, sehr, aber ich habe... sehr solide. Also, Guck doch mal, ob das mir bei Rotten Tomatoes, ob das auch stimmt, weil ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl her habe. Ich glaube, ich habe die erlesen bei Schlag mich tot, Wikipedia oder so. Aber ich war, glaube ich, selber nicht auf der Rotten Tomatoes Seite. Guck das doch nochmal nach, bitte. Ja. Genau. Und dann ist, so fängt der Abend für Ted an. Und, ja, soweit, so gut. Und dann geht's halt ins nächste Zimmer, ins ominöse Zimmer 404, wo er irrtümlich hingelotst wird, weil er einen Anruf bekommt von saufenden Yuppies. Gespielt von Lawrence Bender, der ein Produzent ist von vielen von vielen Tarantino-Filmen, unter anderem Pulp Fiction. Und du hast die Zahl? Ja, 13%. Ist also aktuell, ja, okay, sehr gut, ja. Finde ich lächerlich wenig. Wie auch immer. Aber das ist ja so ein bisschen verwaschen. Bei Rotten Tomatoes gibt es ja 2 Wertungsrichtungen. Und 13% hat er bei schlechten Bewertungen, aber 69% hat er bei Popcorn-Unterhaltungswertungen. Ja, okay. Also, das ist, da habe ich ein bisschen genau. ohne Kontext zitiert. Finde ich trotzdem sehr wenig auch. Ja, aber wir haben es ja auf jeden Fall richtig gestellt. Ja. So, genau, Lawrence Bender, die lotsen ihn auf Zimmer 404, weil die denken, das wäre ihre Zimmernummer, was es aber nicht ist. Und so landet Ted, der Page, im Zimmer 404. Und wird begrüßt mit den Worten, du hast ein verdammt schlechtes Timing. Lassen wir mal die Tatsache außer Acht, dass du kein Zeitgefühl hast. Tatsache ist, du bist hier. Ja, und da passiert... Er kriegt plötzlich eine Pistole an den Kopf gehalten und wollte eigentlich ja nur Eis bringen. Und gerät in eine Situation, wo eine Dame auf dem Stuhl gefesselt sitzt und geknebelt. Jennifer Beals. Und er, wie gesagt, die Pistole an den Kopf gehalten bekommt. Und sein Gegenüber ihn auf jeden Fall dann mehr oder weniger vorwirft, dass er was mit der Frau gehabt haben soll. Und daraus entsteht auf jeden Fall plötzlich eine immense Spannung, weil ich denke, irgendwie, also da ist auf jeden Fall so ein Stimmungsbruch, weil vorher in der Hexengeschichte und in der Einführung seiner Figur, wo der alte Mann mit ihm spricht, da ist es alles noch so locker leicht. Bei der Hexennummer denkt man so, ja, okay, das ist ja alles ein bisschen abgedreht, wo geht denn das jetzt hin? Und auf einmal wird dem sein Leben quasi erstmal bewusst, dass es gerade um alles geht. Und das ist auf jeden Fall ein krasser Stimmungsbruch. Ab dem Moment wird es auf einmal spannend. Ja, und so, irgendwie auch Psycho, weil es ist zwar bedrohlich, aber das ist ja auch so schräg, die Situation, und der Siegfried, der ihn mit der Knarre bedroht, der ist ja auch einfach out of his mind. Ne? Er nimmt da ja auch irgendwelche Pillen. Ja. Und er tänzelt ja auch einmal so durch den Raum. La. Ja, hat auch irgendwie eine super einfach Art out of nowhere zu reden halt. Ja. Und er redet, und Ted kann irgendwann mal mit ihr reden, als er dann halt irgendwie pinkeln ist oder so, oder nochmal neue Tabletten holen ist und so. Und sie lotst ihn da ja so ein bisschen durch, so von wegen, das mach, was er sagt, dann passiert nichts, das ist nicht das erste Mal. Ja, genau, aber man weiß in dem Moment noch nicht mal, ist das gerade irgendein Rollenspiel zwischen den beiden oder ist sie wirklich bedroht? Und da, wo sie dann sagt, es ist nicht das erste Mal, da weiß man trotzdem nicht genau. So, ne? Also es könnte so ein Hinweis sein. Aber es ist ja irgend so eine komische Fetischnummer zwischen den beiden halt. Ne? Also letzten Endes ist die Situation harmloser als er denkt am Anfang, wobei die Nummer halt komplett schräg ist. Ja. Die Geschichte geht übrigens darauf zurück, dass der Regisseur Alexander Rockwell mal eine Story gelesen hat, dass
Sean Penn sowas wohl mal mit Madonna gemacht hätte. Auch an der Silvesternacht. Gab es wohl mal so Witzig. die Story in der Klatschpresse aus irgendeiner Zeit. Und das war der Das wäre ja der die Tenor. Idee gewesen, das mit Madonna zu spielen. Habe ich mir dann auch gedacht. Aber Ja. who knows, Ja, ob es überhaupt stimmt. ja. Aber das war wohl der, Sean Penn war alles. Er hat alles gemacht. ja. Ja, also aus dieser Situation versucht er dann irgendwie zwischendurch auch mal aus dem Toilettenfenster zu steigen, was auch eine großartige Sequenz ist, weil er steigt da so halb raus und merkt, er ist im 4. Stock von einem Hochhaus an der Klippe irgendwie. Von einem Hotel halt. Ja, und die Fensterseite ist nicht gerade einladend zum Rausklettern. Und dann geht die Kamera so ganz weit weg und dann wird wie in so einem Zeichentrickfilm, kann man sich vorstellen, wie bei Coyote und Roadrunner oder so, wird dann plötzlich so ein Pfeil mit seinem Namen auf das Fenster gezeigt, damit man genau weiß, hier steckt der arme Knecht gerade. Ja. Und auch, dass man sieht, seine Versuche sind komplett nutzlos. Hoffnungslos. Er will da halt einfach raus, weil in dem Zeitpunkt hat Siegfried, liegt er halt schon irgendwie mit einem Stroke oder was auch immer Ja. halt irgendwie auf dem Boden und ist irgendwie ein bisschen hektisch halt. Und dann in dem Moment kommen dann ja auch wieder so die Leute, die ihm das eingebrockt haben, halt wieder, ne? Er Genau. sieht dann halt irgendwann, als er aus dem Fenster hängt, so nach oben und dann nur Eis! Ja, Und wird vollgekotzt, der Arme. ja, bevor er getroffen wird, geht er, glaube ich, wieder rein. Ein bisschen wird er getroffen, Ja, glaube ich. ja. Ja, und dadurch kommt er rein. Auch da finde ich cool, wie er versucht, die Würde zu behalten. Ne? Wie der dann so redet, so. Ja, Weißt du, ich bin hier in einer Situation gefangen, die ich Ihnen beim besten Willen nicht erklären kann. Auch genau an der Stelle, ich muss jetzt einfach noch mal kurz drauf eingehen, die deutsche Synchro von Tim Ross, also der Sprecher, der die Hauptfigur in dem Film trägt, ist fantastisch. Ja. Also nicht nur, dass Tim Ross super spielt und einen Oscar verdient hätte, sondern auch der deutsche Sprecher, das ist wirklich richtig on point. Auch wenn man zwischendurch beispielsweise den Ton wechselt und den Originalsprecher hört, das ist wirklich richtig gut getroffen. Die Besetzung ist grandios. Und ich habe aber gesehen, dass in weiteren Tim Ross-Filmen immer ein anderer Sprecher war. Ey, komisch, ne? Der hat nie so einen festen Stammsprecher bekommen irgendwie. Und ich finde, hier war es auch, ne? Der war Weil eben brillant. dadurch, dass man merkt, so, weil manche Szenen sind halt vor allem zum Ende hin, sind manche Snippets im Original und sind nicht synchronisiert. Das ist übrigens tatsächlich bei der Blu-ray so, weil ich konnte mich daran nicht erinnern, dass das auf der DVD auch so war. Ja, Das liegt einfach daran, dass die Blu-ray tatsächlich noch ein bisschen erweiterter ist. krass. Dass da noch ein paar Szenen, also ein bisschen länger ist. Hm. Nicht viel, da reden wir von 2-3 Minuten oder so. Ja, Aber daran liegt das. okay. Aber genau, in den Szenen merkt man halt, dass die Stimmfarbe und irgendwie der Duktus, der ist 1:1. Perfekt. Ja. Richtig, richtig passender Sprecher und ja, hatte der nie wieder. Ja, sagen wir mal, der kommt dann irgendwann auch aus diesem Zimmer wieder raus. Wir wollen jetzt Nachdem ja es nicht nochmal alles auch ein spoilern. bisschen dramatisch geworden ist, Ja. weil irgendwann kann die Frau dann auch wieder reden und die reitet den dann nochmal richtig in die Scheiße. Ne, von wegen, weil dann behaupten Ja. sie ja wirklich, dass die beiden eine Affäre gehabt hätten, Mhm. was den Siegfried natürlich komplett in den Wahnsinn treibt mit ohne Kontext, guckt's euch an, einfach mit zeig ihn mir. Genau. Ja, Ja, also ein sehr schöner Abschluss und dann wird sich aber schnell aus dem Raum verkrümelt. ja. Der einzig richtige Move, den er machen konnte, Ja. abhauen. Und dann geht's schon mit der Rodriguez-Episode weiter. Dann wird er nämlich auf ein neues Zimmer gerufen und bekommt dort von einem, ja, ich weiß nicht, so Gangsterboss, Mafia-Boss. Ja, irgendwie so ein sowas. hohes Tier auf jeden Fall. Gespielt von Antonio Banderas, haben wir eben schon gesagt. Der auf jeden Fall auch alles auf 11 dreht. Mhm. Total und der mit seiner Familie in dem Zimmer ist, mit den beiden Kindern und mit seiner Frau und die wollen auf eine Silvesterfeier und die entschließen sich die Eltern, dass die Kinder dann im Hotel bleiben und die alleine feiern gehen. Und wer darf dann auf die Kinder aufpassen? Ted. Und da ist auch, finde ich, das erste Mal Ted so
der ist ja sonst da die ganze Zeit so unterwürfig und Ja. um Ja. das Wohl der Gäste bemüht. Als dem dann aber Kohle angeboten wird, ne? Als der Gangsterboss dem da, also Antonio Banderas, dem dann sagt, ja, ey, Genau. hier, für $500 würdest du das machen, ja? Für 300, ja? Und dann will er den ja wirklich mit den $300 abspeisen und dann ist er ja auch, verhandelt der durchaus, Ja, sodass der da an ja, seine ja. 500 Scheine kommt. Das, Was auch ein neuer Tonfall war da ja, stimmt. für Ted. Da setzt er sich mal zur Wehr. Ja. Auch der Hintergrund, warum Rodriguez das so gemacht hat, wie er es gemacht hat, thematisch war, weil er meinte, ja, ey, die beiden anderen Zimmer, die ersten beiden sind dann so sehr ernst oder haben vergleichsweise ernste Ursprünge und da wollte er einfach was Familienmäßiges machen, sagte Ja. er. Und ja, ist es halt irgendwie geworden, aber es ist jetzt kein Familiensegment. Nee. Mhm. Genau, die Eltern beschließen sich dann ja, wie du sagtest, halt alleine loszuziehen. Mhm. Und die Kinder gehen Ted dann natürlich sehr auf die Nerven. Die Kinder sind halt auch, man merkt halt auch, wer die Eltern sind. Die kriegen aber auf jeden Fall auch gesagt, ihr könnt euch bei dem melden, immer, wenn ihr irgendwas braucht. Ja, wenn ihr Und was das braucht. nutzen die auch. Und die Tochter, die nutzt das dann ja richtig aus so. Du hast $500 von meinem Vater bekommen. Da Ja. rufen wir dich auch an, verdammt. Ja, genau. Ja, und die Kinder sollen quasi dann alleine in dem Zimmer bleiben und verbringen ihre Zeit mit dem Fernseher. Da gibt es nämlich auch noch zwei interessante Sachen, die erwähnenswert sind. Einmal gibt es beim Seppen auf jeden Fall dann eine erotische Tanzeinlage von Salma Hayek, die so, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie sie dann später auch bei From Dusk Till Dawn auf dem Tisch getanzt hat, so ungefähr knapp bekleidet und einfach so eine Pole-Dancing oder Chair-Dance-Nummer. Und wegen dem Film hat die Rolle auch bekommen. Also Ach, die wurde krass. angefragt von Robert Rodriguez wegen, der kannte die ja von Desperado auch. Mhm. Und genau, die wussten, die brauchen halt diese Szene oder wollten die halt haben. Und haben dann Salma Hayek dafür genommen. Und die fanden den Tanz so gut, dass die daraus dann die Rolle von Santanico Pandemonium geschrieben haben. Ach, geil. Für Salma Hayek. Ja, mega. Ja. Und das Zweite, was im Fernsehen nämlich auch noch läuft, ist auch nicht unter den Teppich zu kehren, ist auf jeden Fall Bedhead. Mhm. Ist einer der frühen Rodriguez Kurzfilme. Ja, von 91. Und das ist natürlich auch charmant, dass dann jemand so seine eigenen Kurzfilme als Fernsehprogramm irgendwo im Hintergrund einarbeitet. Fand ich Ja. auch super. Der kommt übrigens auch bei From Dusk Till Dawn vor. Den Ja? guckt der Richie da Im irgendwann. Hotelzimmer? Ja, Ah, cool. genau. Also da wird nochmal ein bisschen Werbung gemacht. Und da sind ja, glaube ich, 4 Darsteller nur in Ja. dem Film und sind alles Rodriguez-Leute Ja, aus dem Rodriguez-Clan. ja. El Mariachi. El Mariachi. Der war auch sehr cool. Ja. Ja, der Film, also der Film, sag ich schon wieder, das Segment halt, Mhm. das steigert sich halt wirklich schön rein. Ich finde auch so, wie dieser Joke mit dem Geruch halt aufgebaut ist. Richtig nice. Der Ted lässt da auch so zwischendurch so mal seine etwas sadistischere Ader raus und lässt so den Master gegenüber den Kindern raushängen, die aber einfach, den halt nicht so ganz für voll nehmen und dem auch irgendwie schon zu verstehen geben, dass die klüger sind als er. Und ja, am Ende kommt halt das richtig schöne Bild, als der Mafioso zurückkommt mit seiner Frau, die es halt wörtlich genommen hat, mit dem, du kannst dir den Champagner Also wir eimerweise reinknallen. wollen jetzt nicht jeden Gag vorwegnehmen, deswegen erzählen wir nicht so viel inhaltlich. Ja. Aber die beiden sind richtige Quälgeister. Und das Schlussbild, Ja, wenn die wiederkommen, also wirklich das allerletzte Bild aus dem Segment, ist fantastisch. ein fantastisches Bild einfach. Ja. Also die Eltern kommen von der Party zurück, machen die Tür auf und die erwartet das Chaos. Wirklich großartig. Ja. Ist dann auch wirklich fast so eine 3-sekündige Sequenz, wo das fast in einem steht, damit man das wirklich als Standbild wahrnehmen kann. Ja. Das ist auch echt gut gemacht. Ja. Und nach dem Zimmer hat Ted eigentlich mal so richtig gestrichen, die Nase voll, Ja, und ruft die Besitzerin oder Managerin von dem Hotel an, die halt an dem Abend nicht gearbeitet hat, und sagt, ey, komm hierher, ich hau ab. Es ist mir scheißegal, ich bin fertig.
Ne, dann Ja. rekapituliert er so ein bisschen, was so passiert ist. Und die schafft es dann, den noch zu beruhigen, weil in dem Moment ruft der Mann aus Hollywood an. Und der ist halt im Penthouse und ist wohl so der wichtigste Gast. Ne, weil der halt einfach so ein reicher Regisseur aus Hollywood ist. Der ruft ja auch auf dem roten Telefon an. Ja, aus Das der ist ja Penthouse schon, Suite. weiß man ja schon Bescheid. Genau. Und die bekniet den halt, ja, ey, mach das fürs Hotel, für die Belegschaft. Ist wichtig. Und da lässt sich Ted bereitschlagen und sagt, okay, aber danach bin ich weg, beeil dich, komm her. Und ja, man kann dreimal raten, wer den erfolgreichen Regisseur spielt. Tarantino selber. Genau, himself. Und die Story davon ist im Prinzip von einer Roald Dahl Story Ach, echt? geklaut. Das ist so eine Kurzgeschichte von dem. Ich glaube, ich habe die auch im Englischunterricht gesehen. Der Mann aus dem Süden. Die reden halt hier darüber aus der Serie Alfred Hitchcock empfiehlt. Ja. Das gibt's halt auch, ne, mit Peter Lorre und Steve McQueen. Ja. Geht aber auf eine Kurzgeschichte von Roald Dahl zurück. Ah. Der ja auch ganz viele Verfilmungen seiner Werke macht. Hexen, Mathilda, Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau. Das sind ja alles so Roald Dahl Sachen. Das ist ja auch inzwischen so ein bisschen anders beäugt, was der so geschrieben hat. Ja? Da gibt es inzwischen Kontroversen, was der an Messages da irgendwie mit reingebaut hat. Tatsache? Ja. Hast du ein bei Beispiel? heute, das kann ich nicht so genau beleuchten, aber da habe ich auf jeden Fall öfter von gehört. Ah, okay, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen. Kann ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Mir fällt jetzt auch so aus dem Stegreif jetzt auch nichts ein. Ich kann nur sagen, ich habe von den Büchern, wie gesagt, nur ein paar Kurzgeschichten gelesen. Ich meine in Englischunterricht, unter anderem hier der Mann aus dem Süden halt. Und ich liebe vor allem den Hexen-Hexen-Film. Vor dem hatte ich als Kind aber auch sowas von Angst. Wie der, Gott, wie heißt sie? Angelica Houston. Ne, die spielt ja diese Oberhexe. Ja, genau. Boah, als Kind hatte ich da... Vielleicht sollten wir über den mal separat sprechen. Ja, das wäre es. Der hat übrigens ein Release bekommen jetzt, ne? Der wurde als Mediabook released ich weiß gar nicht so lange her auf jeden Fall. Der war lange Zeit schwer zu kriegen und es gibt da auch ein Remake von, das aber auch an mir vorbeigegangen ist. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Der Mann aus dem Süden, da geht es halt grob darum, dass da so ein weirder Dude durchs Land streicht und Wetten mit Leuten angeht. Und die Wette, die der dann mit Steve McQueen halt schließt und worauf dann Quentin Tarantino halt auch in seiner Rolle eingeht, ist, dass gewettet wird, dass ein Mann mit seinem Feuerzeug 10-mal, dass er das anmachen kann, ohne dass das mal schief geht. Und wenn es aber mal schief geht, dann wird dem ein Finger abgehackt. Ja. Und das ist Das ist dann auch so eine typische Silvesterwette. absolut Gibt's typische auf jeder Party, Silvesterwette. hat jeder schon mal gesehen. Jeder mal gemacht. Und dafür brauchen die halt den Ted. Deswegen rufen die dem an. Der soll da halt einen Hackeball mitbringen, Schnürchen, 3 Nägel. Und ich finde es ist super cool, wie der da in das Penthouse reinkommt, weil da sind ja die ersten, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber die ersten 10 Minuten des Zimmers sind irgendwie ein One-Take. Und da kommt er halt in dieses Zimmer rein, da ist halt Quentin Tarantino, sein Gehilfe und sein Anwalt und Jennifer Beals aus Zimmer 404 taucht wieder auf, die da abhängt mit denen. Ja. Und hier auch Fun Fact zu Bruce Willis, der ist nämlich nicht gecredited in dem Film, weil der gegen die Screen Actors Guild Richtlinien verstoßen hat. Der hat sich nämlich nicht bezahlen lassen für den Film und um einer Klage zu entgehen, ist der halt nicht gecredited einfach in dem Film. Stimmt. Und er wollte ihm einen Gefallen tun. Also er wollte Genau, das war einfach ein Gefallen tun. Freundschaftsding für ihn und Tarantino. Genau, richtig. Und ich glaube auch, das war das letzte Mal, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Sin City zähle ich jetzt mal nicht so dazu. Nee, ist Rodriguez. Ja, genau, aber Tarantino hat Ja. eine, ne, auch so für diesen obligatorischen Betrag von $1 da die Szene in dem Taxi gedreht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der nicht später nochmal irgendwo aufgetaucht ist. Aber dieses nicht bei Jackie Ding Brown? mit dem Credit war auf jeden Fall keine Sache, wo sich irgendwer eingemischt hat. Die beiden haben sich dann halt entschieden, dann einfach zu sagen, ups, dann vergessen wir den Credit und dann kriegen wir auch keinen Stress mit der Screen SAG. Actors Guild. Ja. Ja. Ist aber trotzdem wild. Also wenn man sich überlegt, dass ein namhafter Schauspieler seinen Namen nicht da reinschreiben kann, nur weil er irgendwas für einen Kumpel macht. Ja.
Ja, Ja. das sind halt manchmal so Sachen. Vor allem Bruce Willis war damals ja wirklich Ja, klar. am Pieken. Ne? Wir Und reden der von ist ja auch mit Pulp 95. Fiction nicht ohne Grund waren die ja befreundet, ne? Ja. Und deswegen, ich finde es auch komisch, dass die danach nichts mehr gemacht haben, weil zu 100 Pro bei Jackie Brown ist Bruce Willis nicht, bei Kill Bill ist er nicht, bei Death Proof ist er nicht, bei Inglourious Basterds ist er nicht, Django Unchained, Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood ist der bei keinem dabei. Krass. Ja. Bam. Das musste ich Bams. hier mal Ja, das einfach hier, mal der rauslassen. Silvesterknaller. Mm. Ja, genau, hier die hatten wir ja schon erwähnt, ne, dass so Tarantinos bisschen Burnout-Haftigkeit zu der Zeit, dass der so ein bisschen überdrüssig war von der schlechten Presse. Der hat sich auch sehr aufgeregt darüber, weil damals galt so, war so der Tenor wohl, dass er die Video-Archives-Dudes von früher verarscht hätte und eigentlich Roger Avery das wahre Genie gewesen wäre bei Pulp Fiction. Und das wollte halt Tarantino halt so ein bisschen auf die Spitze treiben und so sein schlechtestes Ich halt spielen in der Rolle. Und man muss dazu auch sagen, Tarantino und Avery hatten ja auch so ein Fallout zu der Zeit. Das hat lange gedauert, bis die sich wieder reconciled hatten. Was aber mittlerweile auf jeden Fall passiert ist, die haben jetzt auch einen Podcast zusammen, The Video Archives, der sehr, sehr cool ist. Ich mag den Podcast sehr, sehr gerne. Hast du schon öfter erwähnt, also. Ja, ich weiß gar nicht, ob auch hier bei Aufnahmen mal, aber Das weiß ich nerv ich nicht. auf jeden Fall Genau. öfters mal, damit, Ja. dass du dir da Sachen anhören sollst. Und die Folge, wo die beiden bei Joe Rogan sind, die ist auch sehr, sehr cool. Weiß nicht, von einem Jahr oder so. Ist notiert. Ja, lohnt. Genau, die hatten da den Fallout und Roger Avery hat aber auch wirklich ein paar coole Filme gemacht, auch ohne Tarantino. Also ich denke da jetzt halt einmal an Killing Zoe, der ganz cool ist. Und vor allem, und ich muss dazu sagen, der Film ist natürlich nicht perfekt, aber ich mag den sehr, sehr gerne, Silent Hill. Ja. Ne, da hat sich das Studio ja auch viel eingemischt und er musste Sachen machen, die er selber eigentlich so nicht gemacht hätte, Roger Avery. Zum Beispiel die ganzen Sean Bean-Szenen zwischendurch. War das nicht Christoph Gans? Christoph Gans. Ja, Gans. Christoph Gans. Weiß nicht, wie der gesprochen wird. Aber wen meinst du? Der Regisseur von Silent Hill. Nee, das ist Roger Avery. Ja? 100 Pro. Ich guck's jetzt nochmal im Internet nach, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Roger Avery war. Ich kann in der Zwischenzeit vielleicht kurz das Thema mit Roald Dahl eben nochmal aufklären. Ja. Kann man... Ha! Warte, ganz kurz. Du hast vollkommen recht, er war nur Autor. Ha! Und Christoph Gans ist der Regisseur. Alter, da war ich, hatte ich falsch im Kopf. Gut, Frag dass du den sagst. Anwalt. Der Anwalt, ja. Okay, schieß weiter. Die Roald Dahl-Kontroverse, habe ich gerade nachgeguckt, ist nämlich, dass ihm nachträglich jetzt einfach aufgrund der Zeit wird solchen Autoren ja auch nachträglich irgendwie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und alles Mögliche vorgeworfen. Einfach nur, weil das heutzutage dann ein schwieriges Thema wäre. Aber ich finde, das ist jetzt nichts Haltbares, wo der irgendwas gemacht hätte. Da wird einem jetzt zum Beispiel auch noch vorgeworfen, dass der dann Übergewichtige als Fett geschrieben hat und sowas. Ne? Also Sachen. Das ist, wie gesagt, eine andere Zeit. Die sind nicht fett, die sind big boned, Junge. Ja, also von daher kann ich nur sagen, für mich ist daraus wieder frei. Ja, okay. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Dann bin ich froh, dass das an mir vorbeigegangen ist, Ja. die Diskussion. Ja, und haben wir es schon gesagt, die Wette, die Wette um den Finger und das Feuerzeug. Genau, ne, das übernehmen die halt aus der Story. Ne? Wenn das Feuerzeug nicht funktioniert, wird der Finger abgehackt. Und da die aber alle Freunde sind und keiner das machen möchte, von denen die anwesend sind, haben die halt den Pagen genommen. Und dafür lässt der sich natürlich auch ordentlich bezahlen. Und ja, dann habe ich vergessen, ob er es tut oder nicht. Wer weiß. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die Ausgangssituation, weswegen er da ist. Und mit dem Zimmer endet dann auch der Film. Und Genau, also in dem Moment sogar, wo sich dann die Aufzugtür des Penthouse schließt, rollen die Credits quasi. genau, und es geht nur so ein bisschen weiter. Ne? Es passiert ja noch so ein bisschen was. Genau. Aber genau, dann ist halt im Prinzip vorbei. Ja.
Und Dann kommt das wunderschöne musikalische Thema, das Ja. den Film auch durchweg begleitet. Am Anfang schon so ein Klavier, so ein bisschen abgefahren, ein bisschen jazzig. Und der Künstler oder die Künstler dahinter heißen Combustible Edison. mhm. Und ich weiß nicht, was die sonst noch gemacht haben, aber den Track haben die extra für diesen Film geschrieben. Okay. Cool. Ja. Passt da auch super in die Atmosphäre rein Auf jeden des Fall. Films. Ja. Haben die gut gemacht. Und ich muss sagen, ich mag den Film extrem gerne und bin wirklich froh, dass die den durchgezogen haben so. Weil kurz vor Drehbeginn wollte Tarantino wohl einen Rückzieher machen, weil der einfach keinen Bock mehr hatte und irgendwie keine Ja. Energie, keine Zeit. Und da mussten Alexandra Rockwell und Alison Anders den halt wirklich ein bisschen beschimpfen und wieder auf den rechten Weg bringen. Und dann hat er irgendwann bei einem Flug, zu irgendeinem Pressetermin, hat er nochmal das Drehbuch gelesen und war dann so, ja, okay, doch, ich hab doch Bock drauf und hat sich da auf jeden Fall überzeugen lassen. Und Gott sei Dank, weil ich muss sagen, das ist mein Lieblings-Silvester-themed Film. Ja. Also wenn jetzt die Geschichte von Tarantino gefehlt hätte, hätte es ja nicht den ganzen Film kaputt gemacht, aber so war das noch ein schönes Finale auf jeden Fall. Ja, und Vielleicht wäre dann alles nicht zustande gekommen. Ne? genau, ne, weil wir Ja. so geldgebermäßig und das Segment ist halt auch stark einfach von Ja. ihm. Plus natürlich, weil er sich da sehr selber spielt, ne, das ist ja auch eine der größeren Rollen von ihm. Er ist da ja schon in seinem Zimmer so schon mit der Lead. Mhm. Ist das natürlich auch einfach die Star Power und auch so diese Tarantino Weirdness, die der ja immer mitbringt, Auf halt, jeden wenn er Fall. auf dem Und Screen ist. natürlich schnelle Dialoge, ne? Also das fängt an, das Segment, der kommt in den Raum, in das Penthouse und die Kamera fährt quasi in einem längeren One-Take, also nicht die ganze Episode ist ein One-Take, aber in mehrere Minuten auf jeden Fall fährt die Kamera und fliegt so durch den Raum die ganze Zeit und geht von Gesicht zu Gesicht, je nachdem wer gerade spricht. Und das fand ich alleine schon eine coole Szene. Ja. Da ist dann Und dann auch das Dialogfeuerwerk, was eben Tarantino typisch ist, dass viel gesprochen wird und schnell und bla 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 bla. Und mit Filmreferenzen. Referenzen, genau, ja. Und das merkt man auch ein bisschen in diesen Zwischensequenzen, die er auch halt Ja. gemacht hat. Ne? Also jedes Zimmer ist halt durch so eine kurze Sequenz verbunden, Ja. wo Ted halt am Empfang steht und telefoniert oder was auch immer. Das sind auch Tarantino-Sachen. Wobei das, finde ich, merkt man eigentlich erst bei dem letzten Segment, wo er da diese Chefin anruft und die dann da halt auch irgendwie dann irgendwann den Monolog halt ablässt von Ja. in den 50er Jahren war das Hotel so und so, bis in die Ja, 60er, 70er, blablabla, stimmt. ne? So, das hat, ich finde, da merkt man, dass das von ihm geschrieben ist. Ja, auf jeden Fall gut, dass er da mitgemacht hat. Und, aber wie gesagt, der Film wurde zerrissen, als der rauskam. Also wirklich Ist verrückt, ne? schlecht gemacht, so von wegen, ja, das ist ja alles nicht, das ist kein richtiger Film irgendwie, der nimmt sich zu ernst und irgendwie ist das albern und es macht doch eigentlich alles keinen Sinn. Und es ist mir absolut ein Rätsel. Ich weiß, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich war voll weg, weil ich meine, es stimmt, das ist kein 0815-Film und er folgt jetzt keinem dramaturgischen Aufbau oder irgendwie sowas im klassischen Sinne, aber der ist so schräg und der hat so schöne Schauspielleistungen und jede Episode ist absurd genug, dass Snippets ohne Ende. Man kann jede Menge geile Catchphrases rausholen und ich habe tatsächlich versucht, mir irgendwas Cooles zu merken, um das hier nochmal im Gespräch einzubauen. Aber Eis! das ist, da sind so viele Knaller drin. Also das ist ein Kicherfeuerwerk eigentlich Ja. auch. Und was man noch vielleicht so an der Post-Production ein bisschen sieht, ne, weil man denkt ja so, ey, Ja. alle Regisseure waren dann halt gleich. Tatsächlich nicht. Tatsächlich hat sich Tarantino durchaus paar Sachen erlaubt halt. Und zwar der erste Cut vom Film war 2,5 Stunden lang. Krass. Und das war dann halt zu lang Ja. für alle. Also außer die Rodriguez-Episode, die war ist, glaube knapp. ich, fast komplett so geblieben, wie die am Anfang war, Ja. weil die ja wirklich knackig war. Und dann ging es aber darum, wo wird bei den anderen gekürzt halt. Und da hat sich der Alexander Roswell ist dann auch zu den Weinstein-Brüdern gegangen, die den Film halt produziert haben. Mhm. Und die haben dann nur gelacht und so gesagt, ja, ey, wer soll zu Tarantino gehen und dem sagen, dass der sein Segment schneiden soll? So, das, ne? Ja.
won't happen so. Ich frage mich dann, ob dann die Schnitte dann am Ende doch sind, dass er seine doch ein bisschen kürzen musste. Ja, einfach damit die halt in so einer Länge halt bleiben und auch so ein bisschen für den Frieden, weil es gab dann wohl auch hinter den Kulissen durchaus ein bisschen Streit zwischen den Regisseuren, weil wollte natürlich keiner zurückstecken halt, ne? Ja, klar. Und der erste Impuls war dann aber wohl, dass die beiden am wenigsten erfolgreichen Regisseure, sprich Alison Anders und Alexandra Rockwell, da eher kürzen müssen, damit vor allem Tarantino seinen Platz halt hat, weil Rodriguez war ja halt fein mit der Zeit. Upcoming, ne? ja. Aber ja, hat sich dann wohl doch so ergeben, dass die alle noch befreundet geblieben sind und dann doch irgendwie zufrieden waren mit dem Ergebnis. Ich auf jeden Fall auch. Ja. Ich habe den damals auch als VHS-Kaufkassette gehabt. Wow. Ja. Der feine Herr hier Der mit alte seinen Mann erzählt VHS. wieder von früher. Ja, ich meine mit seinen VHS-Kassetten. Ja, das war auf jeden Fall ein Ding. Also, ne, man hat ja nicht jeden Film auf VHS besessen oder eine Sammlung mit mehreren tausend Sachen. Ja, die VHS war auch echt so ein Ding. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 3 VHS-Kassetten besessen. Ja. Jurassic Park habe ich mal geschenkt bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. Ist ja noch viel jünger. Ja, ich bin noch voll im Saft, Mann. Ja. Und Episode 1 habe ich mir dann irgendwann gekauft. Und eine Simpsons-Videokassette, wo irgendwie 4 Folgen drauf waren. Oder Ja, so. ja, die waren ja früher so typisch. Ja, Kaufhausware. Genau, war ja nicht viel Platz drauf auf so einem Ding. Ja, ich habe hier auf meinem schlauen Zettel eigentlich auch nur noch einen Funfact, dass es eigentlich sogar noch ein 5. Zimmer geben sollte, was Richard Linklater hätte machen sollen. Den kennt man aus School of Rock und Dazed and Confused. Oder was ist ne, als Regisseur. Ja. Der hat aber irgendwann einen Rückzieher gemacht einfach und war dann halt nicht dabei. Vermisse ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn in einer anderen Welt der Film 5 Rooms heißen würde statt 4 Rooms, würde man wahrscheinlich dann auch irgendwann so die Zimmer da halt sortieren wollen und da sein Ranking machen wollen. Ich finde, so hat er eigentlich eine ziemlich perfekte Länge. Ich finde, der float schön durch, der Film. Auf jeden Fall. Hat ein gutes Tempo. Keine Segment wird zu lang. Man weiß aber trotzdem nicht, wann es jetzt aufhört oder wie weit es noch getrieben wird auf die Spitze. Und ja, es gibt, wie gesagt, so viele Powersätze, auch gerade von Antonio Banderas. Der spielt so gut. Ja, der ist überragend in der Rolle. Du hast die Haare deiner Mutter. Unmöglich, damit kann man nichts anfangen. Ja, genau. Ja, das ist herrlich. Ja, also ich hätte jetzt auch sonst nichts mehr weiter zu erzählen, außer angucken. Auf jeden Fall, wenn man einen guten Laune-Silvesterfilm gucken möchte, genau, kann man das machen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns aus... kein Horror. Wir hatten ja schon einige, die keine Horrorfilme waren. Ja. Nicht so viele. Genau. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr. Ey, in dem Sinne, wir wünschen euch ein sehr, sehr schönes 2026. Das wird ein Hammerjahr. Kommt gut ins neue Jahr. Übertreibt es nicht. Macht keine kranken Wetten mit Feuerzeugen und Hackeballen. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Das Jahr wird fett. Bis dann. Tschö. Guten Rutsch.